Am Morgen des 1. September 2019 herrschte im Haus der Familie Scheid eine angespannte Atmosphäre. Am Vortag war John Scheid, ein älterer Mann und Bruder von Margaret Sumney, in Pennsylvania verstorben. Die Verwandten begannen, sich gegenseitig anzurufen, um ihnen die Tragödie mitzuteilen und die Beerdigung zu organisieren. Eine der Schwestern des Verstorbenen stieß jedoch auf Schwierigkeiten. Sie konnte Margaret nicht erreichen. Das gab Anlass zur Sorge. Nach mehreren erfolglosen Anrufen beschloss sie, sich an Helene zu wenden, Margarets älteste Tochter aus erster Ehe. Helene versuchte sofort, ihre Mutter anzurufen, aber ihre Versuche blieben erfolglos. Es vergingen mehrere Stunden, aber Margaret meldete sich weder telefonisch noch per SMS. Dieses Verhalten war untypisch. Die Mutter blieb immer in Kontakt und verschwand nie ohne Erklärung, auch nicht für kurze Zeit. Plötzlich kam ein Anruf von ihrer Nummer, aber am anderen Ende der Leitung war nicht Margaret, sondern ihr Sohn David Lee Sumney Jr., den die Familie Junior nannte. Als Helene seine Stimme hörte, war sie überrascht. Junior lebte schon lange nicht mehr bei seiner Mutter, und seine Anwesenheit in ihrem Haus kam ihr seltsam vor. Sie fragte sofort, wo Margaret sei. Die Antwort war knapp. Sie schläft. Das klang beunruhigend. Es war bereits weit nach 9 Uhr morgens, und an einem Tag, an dem man die Nachricht vom Tod eines nahestehenden Menschen erhält, würde sie sicher nicht so lange schlafen. Helene bat ihren Bruder, ihre Mutter zu wecken, aber er lehnte ab und schlug vor, später zurückzurufen. Er beantwortete keine weiteren Fragen und beendete das Gespräch. Nach dem Anruf war Helene beunruhigt. Das Verhalten ihres Bruders kam ihr kalt und seltsam vor, sein Auftauchen im Haus ihrer Mutter unerklärlich. Sie wusste, dass die Beziehung zwischen Margaret und Junior nicht einfach war, und seine Ausflüchte verstärkten ihre Besorgnis nur noch. Margaret Sumney, geborene Scheid, wurde am 28. Juni 1958 in Pennsylvania geboren. Ihre Eltern, John und Welling Scheid, waren in der Gegend sehr angesehen und besaßen eine Tanzschule, die bei den Einheimischen sehr beliebt war. Sie hatten 5 Kinder, Margaret war die jüngste. Von frühester Kindheit an verbrachte sie viel Zeit in der Tanzschule. Zunächst als Schülerin, dann als Assistentin und später als Lehrerin. Sie gab Ballettunterricht, half bei der Organisation der jährlichen Konzerte und unterstützte die Verwaltung. Mit der Zeit wurde ihr Beitrag zum Familienunternehmen zu einem unverzichtbaren Teil dessen Funktionieren. Nach den Erinnerungen von Bekannten war Margaret eine lebensfrohe, kontaktfreudige und energische Frau. Sie fand leicht Zugang zu Menschen unterschiedlichen Alters, achtete auf sich und führte einen aktiven Lebensstil. Ihr Aussehen und ihre Umgangsformen zogen immer die Aufmerksamkeit auf sich. Im Alltag zeigte sie sich organisiert und konnte Dinge zu Ende bringen. Margaret heiratete sehr jung. Ihr Ehemann hieß John Joseph Thierry. Das Familienleben funktionierte jedoch nicht. Er war emotional distanziert und interessierte sich weder für die Ehe noch für die Kinder. Bald trennten sie sich. Aus dieser Ehe gingen 2 Töchter hervor, Helene und Peg. Nach der Scheidung lag die gesamte Verantwortung für die Kinder auf ihren Schultern. Ihr Ex-Mann nahm fast keine Verantwortung für sie, und sie musste ihre Mutterpflichten mit der Arbeit im Studio kombinieren. Trotz der Schwierigkeiten schaffte sie es dank der Unterstützung ihrer Familie und ihrer Beschäftigung im Familienunternehmen. Margaret sorgte für ein stabiles Zuhause für ihre Töchter. Disziplin im Haus wurde mit Fürsorge statt mit Strenge kombiniert. Mit der Zeit trat David Lee Sumney in ihr Leben, ein Zahnarzt mit einer erfolgreichen Karriere und einer Ausbildung in Harvard. Er wirkte selbstbewusst, zurückhaltend und charismatisch. Margaret und David begannen sich zu treffen und heirateten einige Jahre später, im Jahr 1986. Es war ein neuer Abschnitt in ihrem Leben, diesmal stabiler und harmonischer. Das Paar zog in ein geräumiges und gut ausgestattetes Haus. Es gab keine finanziellen Schwierigkeiten, und Margaret konnte sich zusammen mit ihren Töchtern einen Komfort leisten, von dem sie früher nur träumen konnte. Im Jahr 1989 wurde ein gemeinsamer Sohn geboren, David Lee Sumney Jr. Dieses Ereignis war sowohl für die Eltern als auch für die Stiefschwestern von großer Bedeutung. David Senior engagierte sich nicht nur aktiv in der Erziehung seines Sohnes, sondern auch in der seiner Töchter, zu denen er ein herzliches Verhältnis aufbaute. Die Familie schien glücklich zu sein. Finanzieller Wohlstand, gegenseitige Unterstützung, ein fürsorglicher Vater und ein starkes Verhältnis untereinander. All dies vermittelte den Eindruck einer perfekten Familie. Hinter der Fassade verbarg sich jedoch etwas,
worüber damals niemand sprach. Der jüngste Sohn wuchs in völliger Freiheit und unbegrenztem Komfort auf. Die Eltern versuchten, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, was schnell zu einer konsumorientierten Lebenseinstellung führte. Alle seine Wünsche wurden ohne Diskussion erfüllt. Nach und nach begriff er, dass er dies zu seinem Vorteil nutzen konnte. Bereits in der Grundschule begann Junior, Erwachsene zu manipulieren. Er verlangte für jede Handlung eine Belohnung, selbst einfache Bitten seiner Eltern wurden zum Anlass für Verhandlungen. Die Verweigerung von Hilfe und Launen wurden für ihn zur Norm. Er empfand Lob als selbstverständlich, erwartete aber materielle Belohnungen. So begann sich in der Familie eine gefährliche Erziehungsstörung zu entwickeln, deren Folgen sich erst viel später zeigen sollten. Mit den Jahren wurde Juniors Verhalten immer problematischer. Seine Eltern schränkten ihn in nichts ein. Jede Unzufriedenheit seinerseits führte sofort zu Zugeständnissen. Selbst wenn er übertriebene, unbegründete Forderungen stellte, versuchten Margaret und David Senior nicht, ihn davon abzuhalten. Sie glaubten, dass sie durch die Freiheit, die sie ihrem Sohn gewährten, eine warme Beziehung zu ihm aufrechterhalten und sein Selbstvertrauen stärken könnten. In der Praxis verstärkte dies jedoch nur sein Gefühl der Allmacht und Überlegenheit gegenüber anderen. Einer der beunruhigendsten Vorfälle ereignete sich in seiner Kindheit und blieb der Familie lange in Erinnerung. Junior fand im Hinterhof einen kleinen Vogel. Er nahm ihn in die Hand und drückte ihn so fest, dass er starb. Dabei zeigte er keine Angst und fühlte sich nicht schuldig. Er hielt den toten Vogel ruhig in der Hand, als wäre es nichts Besonderes. Margaret war schockiert. Später, als sie davon erzählte, sagte sie halb im Scherz, dass das Verhalten ihres Sohnes an das eines Mörders erinnere, aber dahinter steckte echte Besorgnis. Das war kein Einzelfall. Von klein auf zeigte er keinerlei Mitgefühl, strebte keinen emotionalen Kontakt an und fühlte sich nicht für seine Handlungen verantwortlich. Seine Eltern wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Anstatt zu versuchen, ihren Ansatz zu ändern, hofften sie weiterhin, dass sich das Problem von selbst lösen würde. Das Fehlen klarer Grenzen festigte jedoch nur seine destruktiven Charakterzüge. Im Jahr 2001 zerbrach die Ehe von Margaret und David Lee Sumney. Die zuvor stabile Beziehung begann zu zerbrechen. Die Scheidung verlief relativ ruhig, aber die Folgen waren erheblich. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Sohn etwa 12 Jahre alt. Nach der Scheidung verschlechterte sich Margarets finanzielle Lage drastisch. Die Unterstützung durch ihren Ex-Mann wurde eingestellt und die Einnahmen aus dem familieneigenen Tanzstudio, auf die sie sich zuvor verlassen hatte, reichten nicht mehr aus. Das Studio begann Verluste zu machen und bald beschloss Margaret, es zu schließen. Das bedeutete nicht nur den Verlust ihres Arbeitsplatzes, sondern auch eines wichtigen Teils ihres Lebens. Um ihre laufenden Ausgaben zu decken, musste sie eine Stelle als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft annehmen. Die Arbeit war nicht prestigeträchtig, aber sie reichte aus, um die Grundbedürfnisse zu decken. Dabei wurden die Ansprüche ihres Sohnes nicht geringer. Junior verlangte weiterhin eine Sonderbehandlung und den gewohnten Komfort. Sein Verhalten änderte sich nicht. Er erwartete, dass alle seine Wünsche bedingungslos erfüllt wurden. Trotz der Scheidung und seiner eigenen finanziellen Schwierigkeiten machte David Senior seinem Sohn weiterhin Zugeständnisse. Er unterstützte seine Frau finanziell, auch wenn dies zu seinem eigenen Nachteil war. Anstatt klare Grenzen zu setzen, verhielt er sich wie zuvor und versuchte um jeden Preis, den Kontakt zu seinem Sohn aufrechtzuerhalten. Obwohl die ehemaligen Ehepartner nicht mehr zusammenlebten, blieben sie von Juniors Verhalten abhängig. Er lebte abwechselnd bei seiner Mutter und seinem Vater, und beide Elternteile erfüllten weiterhin seine Forderungen. Der Teenager kontrollierte praktisch das Verhalten der Erwachsenen, und ihr Bestreben, ihm zu gefallen, verschwand trotz der Verschlechterung der Lebensbedingungen nicht. Diese Phase wurde kritisch. Finanzielle Schwierigkeiten, der Verlust der Stabilität und der Zerfall der Familie fielen mit dem zunehmend destruktiven Verhalten des Sohnes zusammen. Die Eltern überdachten ihre Taktik nicht und handelten weiterhin nach dem alten Muster, bei dem Juniors Bedürfnisse Vorrang hatten. Im Jahr 2008, mit 18 Jahren, schrieb sich David Lee Sumney Jr. an der Universität für Mathematik ein. Die Eltern sahen darin eine Chance für Veränderungen. Sie hofften, dass das Studium an einer renommierten Hochschule ihm helfen würde, Selbstständigkeit und Disziplin zu entwickeln. David Senior übernahm die Kosten für das Studium. Die Unterkunft auf dem Campus war teuer, aber die Kosten wurden zwischen den beiden Elternteilen aufgeteilt. Margaret und David kamen trotz ihrer finanziellen Einschränkungen ihren Verpflichtungen nach. Junior lebte in einer eigenen Wohnung in der Nähe des Campus.
Alles, was er brauchte, wurde ihm zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2010 beschloss Margaret, ihren Sohn zu besuchen. Sie fuhr nach Washington, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Während dieser Reise ereignete sich etwas, das später viele Fragen aufwarf. Unerwartet rief sie ihre Tochter Helene an und teilte ihr mit, dass sie mit Junior im Krankenhaus sei. Ihren Angaben zufolge habe ihr Sohn versucht, sich mit einem Messer zu verletzen, und sie sei selbst gestürzt und habe sich den Kopf gestoßen. Die Informationen waren vage. Helene bemerkte Unstimmigkeiten. Ihre Mutter erklärte nicht, was genau passiert war, antwortete ausweichend und vermied Details. Als sie im Krankenhaus ankam, erfuhr sie, dass Margaret und Junior in verschiedenen Zimmern lagen, obwohl dies in ihrem Fall nicht notwendig gewesen wäre. Das kam ihr seltsam vor. Auch das medizinische Personal gab keine genauen Erklärungen. Es kam der Verdacht auf, dass sich der Vorfall anders zugetragen hatte, als Margaret ihn zu beschreiben versuchte. Junior hatte sich schon immer unberechenbar verhalten, und Helene vermutete, dass es zwischen ihm und seiner Mutter zu einem gewalttätigen Streit gekommen sein könnte. Diese Vermutung wurde auch dadurch gestützt, dass die Mutter verstört wirkte, aber weiterhin das Verhalten ihres Sohnes rechtfertigte. Nach diesem Vorfall gab es keine offiziellen Ermittlungen. Weder Margaret noch Junior sprachen die Ursachen des Vorfalls an. Kurz nach der Einweisung ins Krankenhaus wurde jedoch bekannt, dass Junior von der Universität verwiesen worden war. Die Hochschulverwaltung hatte systematische Verstöße gegen die Vorschriften und unangemessenes Verhalten festgestellt. Er hatte den Unterricht versäumt, war in Konflikte geraten und hatte die Aufforderungen der Lehrkräfte ignoriert. Der Ausschluss war ein Schlag für die Eltern. Nach so vielen Anstrengungen und Investitionen hatten sie ein anderes Ergebnis erwartet, aber statt Fortschritten erhielten sie die Bestätigung, dass sich das Verhalten ihres Sohnes nur verschlechterte. Junior musste nach Pennsylvania zurückkehren, wo er wieder abwechselnd bei jedem seiner Elternteile lebte. Sein Studium, das den Beginn eines unabhängigen Erwachsenenlebens markieren sollte, endete mit einem Misserfolg und neuen beunruhigenden Anzeichen. Im Juli 2015 kam es zwischen David Lee Sumney Jr. und seinem Vater zu einem Konflikt, der zu einem der schwersten Ereignisse in ihrer Familiengeschichte wurde. Junior war 26 Jahre alt, er studierte nicht und arbeitete nicht, lebte weiterhin auf Kosten seiner Eltern und betrachtete sie nach wie vor als Geldquelle, ohne Rücksicht auf ihre Möglichkeiten zu nehmen. An diesem Tag verlangte er von seinem Vater Geld für eine Reise. Es handelte sich um einen beträchtlichen Betrag. David Senior, der zu diesem Zeitpunkt mit persönlichen finanziellen Problemen zu kämpfen hatte, konnte die Forderung seines Sohnes einfach nicht erfüllen. Er erklärte, dass ein Urlaub unmöglich sei, da dafür kein Geld vorhanden sei. Junior akzeptierte die Ablehnung jedoch nicht. Anstatt das Gespräch zu beenden, begann er zu schreien und wurde drohend. Die Auseinandersetzung eskalierte zu körperlicher Gewalt. Junior griff seinen Vater mit brutaler Gewalt an. Er schlug ihn mit den Händen und hörte nicht auf, selbst als der Mann sich nicht mehr wehren konnte. Nachbarn, die die Schreie und Geräusche der Auseinandersetzung hörten, riefen die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie Junior in voller Tat, wie er auf seinen Vater einschlug. David Senior erlitt schwere Verletzungen. Die Ärzte stellten eine Hirnblutung, eine Wirbelsäulenverletzung und multiple Prellungen fest. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Nach der Untersuchung kamen die Ärzte zu dem Schluss, dass der Zustand des Patienten eine ständige Pflege erforderte. Von diesem Moment an konnte David sich nicht mehr selbstständig bewegen. Er benötigte rund um die Uhr Pflege und wurde später in ein Altenheim verlegt. Er konnte nicht mehr arbeiten. Junior wurde angeklagt, aber die Einstufung der Straftat verwirrte die Angehörigen. Anstelle von versuchter Tötung beschränkte sich die Ermittlung auf schwere Körperverletzung. Trotz der Schwere der Folgen setzte das Gericht eine Kaution fest und Junior kam bald wieder auf freien Fuß. Das Opfer selbst war nicht in der Lage, an dem Verfahren teilzunehmen. Junior entging wie schon zuvor einer ernsthaften Strafe. Dieser Fall war ein Wendepunkt für die ganze Familie. Die Illusion, dass sein Verhalten kontrollierbar sei, war endgültig zerstört. Nach dem Angriff auf seinen Vater und einer kurzen Haftstrafe wurde David Lee Sumney Jr. nicht ernsthaft zur Verantwortung gezogen. Trotz der Schwere des Vorfalls blieb er auf freiem Fuß und verhielt sich, als wäre nichts geschehen. Nach einiger Zeit erzählte er seinen Verwandten, dass er angeblich in die US-Marine eingetreten sei. Diese Information verbreitete er aktiv unter Familienmitgliedern und Bekannten und behauptete, dass er die Auswahl bestanden habe und nun eine Position innehabe,
die mit der Aufrechterhaltung von Disziplin und innerer Ordnung verbunden sei. Margaret glaubte ihrem Sohn erneut. Trotz der früheren Fälle von Aggression sah sie in seinen Aussagen eine Chance für eine Veränderung. Der Militärdienst verband sie mit einem strengen, aber strukturierten Umfeld, in dem man sich an Regeln halten und eine klare Hierarchie respektieren muss. Sie hoffte, dass dies sein Verhalten beeinflussen würde. Es gab jedoch keine offiziellen Bestätigungen für seinen Dienst. Alle Informationen stammten ausschließlich von Junior selbst. Er legte keine Ausweise vor, zeigte keine Uniform und gab keine Details preis. Alle Fragen beantwortete er ausweichend oder aggressiv. Parallel dazu begann er intensiv zu trainieren. Innerhalb kurzer Zeit veränderte sich sein Aussehen stark. Er baute deutlich Muskeln auf und wurde körperlich imposant. Mit einer Größe von fast 2 Metern wirkte er einschüchternd, insbesondere auf diejenigen, die bereits seine Wutausbrüche erlebt hatten. Die äußeren Veränderungen gingen mit einer zunehmenden Aggressivität einher. Junior wurde reizbar, drohte oft und verlor leicht die Beherrschung. Der Umgang mit ihm wurde angespannt. Er betonte seine Überlegenheit und machte keinen Hehl daraus, dass er Konflikte lieber mit Gewalt löste. Von seiner Umgebung verlangte er absolute Unterwerfung. Seine Angehörigen begannen an der Wahrhaftigkeit seiner Erzählungen über den Militärdienst zu zweifeln. Einige sagten offen, dass sein Verhalten nicht dem eines Soldaten entspreche. Daraufhin begann Junior sie einzuschüchtern. Er ließ offensichtlich keine Zweifel an seiner Version zu und versuchte, alle Gespräche zu unterbinden, die diese in Frage stellen könnten. Im November 2016 kam es in Margarets Haus zu einem weiteren Vorfall. Nachts, in stark alkoholisiertem Zustand, betrat Junior das Schlafzimmer seiner Mutter und begann sie zu würgen. Der Angriff kam plötzlich. Er wandte Gewalt an. Aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit fiel es ihm leicht, den Widerstand seiner Mutter zu brechen. Margaret wachte auf, weil sie keine Luft bekam. Er drückte ihr wortlos die Kehle zu. Die einzige Möglichkeit, den Angriff zu beenden, bestand darin, zu schreien und sich loszureißen. Irgendwann ließ er sie los und ging in sein Zimmer. Danach rief Margaret die Polizei. Die eintreffenden Beamten fanden Junior schlafend in einem anderen Zimmer vor. Er war stark alkoholisiert. Margaret wies Spuren an ihrem Hals sowie Prellungen im Bereich der Rippen auf. Sie berichtete, dass ihr Sohn versucht habe, sie zu erwürgen und dabei gesagt habe, so machen wir das bei den Marines. Dies warf weitere Fragen auf, doch zunächst konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die Tatsache der Gewaltanwendung. Junior wurde vor Ort festgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen schwerer häuslicher Gewalt ein. Während der Ermittlungen bat Margaret jedoch darum, die Taten ihres Sohnes nicht als schweres Verbrechen einzustufen. Sie bestand darauf, dass eine solche Eintragung in die Akte seine Karriere ruinieren könnte, da er angeblich Soldat sei. Sie behauptete, dass die Tat unter Alkoholeinfluss begangen worden sei und ihr Sohn nicht wusste, was er tat. Ihrer Meinung nach brauchte er eine Behandlung und keine Bestrafung. Diese Aussagen beeinflussten die Ermittlungen. Letztendlich wurde die Einstufung geändert. Anstelle einer strafrechtlichen Anklage wurde ihm eine Ordnungswidrigkeit gemäß dem Gesetz über häusliche Gewalt vorgeworfen. So entging Junior einer schweren Strafe und kam bald wieder auf freien Fuß. Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Überprüfung durchgeführt, die ergab, dass er nie bei der US-Marine registriert war. Die Angaben zu seinem Militärdienst waren vollständig erfunden. Junior hatte keine Auswahlverfahren durchlaufen, war nicht registriert und hatte keinerlei Verbindung zum Militär. Zuvor hatte er dies nicht nur seiner Mutter versichert, sondern auch anderen Angehörigen erzählt, um den Eindruck zu erwecken, er habe einen stabilen und angesehenen Beruf. Das Image eines Soldaten half ihm, den Eindruck zu steuern, Vertrauen zu wecken und seine aggressiven Charakterzüge zu rechtfertigen. Tatsächlich war es eine Form der Manipulation. In Wirklichkeit war er ein Mensch, der zu Gewaltausbrüchen, Alkoholmissbrauch und systematischer Schädigung seiner Mitmenschen neigte. Selbst nachdem sich herausstellte, dass ihr Sohn über seinen Militärdienst gelogen hatte, änderte Margaret ihre Meinung über ihn nicht. Sie hoffte weiterhin, dass er sich ändern könnte. Ihre Entscheidung, sich nach dem Würgeversuch für Junior einzusetzen, sorgte bei ihren Verwandten für Unverständnis. Ihre Handlungen waren jedoch nicht von Vernunft geleitet, sondern von einer tiefen emotionalen Bindung, die sie daran hinderte, die Geschehnisse objektiv zu betrachten. Später, im Rahmen eines anderen Verfahrens, in dem seine Handlungen insgesamt betrachtet wurden, einschließlich der Lügen über seinen Militärdienst, wurde Junior schließlich doch angeklagt. Das Gericht befand ihn für schuldig
und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Trotz der Umqualifizierung des Tatbestands zu einer weniger schweren Straftat sah die Strafe einen Aufenthalt in einer Haftanstalt vor. Dies war das erste Mal, dass er tatsächlich zur Verantwortung gezogen wurde. Während seiner Haftzeit arbeitete Junior aktiv mit den Sozialdiensten zusammen. In Gesprächen mit Vertretern der Verwaltung betonte er seine Alkoholabhängigkeit und bestand darauf, dass diese die Ursache für sein Verhalten sei. Er behauptete, dass er seine Handlungen im betrunkenen Zustand nicht kontrollieren könne und dass er keine Haft, sondern eine Behandlung benötige. Diese Haltung war gut durchdacht. Er wusste, dass seine Sucht als mildernder Umstand gewertet werden könnte. Diese Argumente beeindruckten den Sozialarbeiter, der seinen Fall betreute. Es wurde ein Gutachten mit der Empfehlung erstellt, ihn in eine spezialisierte Einrichtung zur Suchtbehandlung zu überweisen. Das Gericht gab diesem Antrag statt und Junior wurde in ein Rehabilitationszentrum in Pennsylvania verlegt. Das Programm umfasste Gruppensitzungen, Therapie und tägliche Kontrollen. Offiziell galt er als Teilnehmer des Rehabilitationsprozesses. Margaret schaltete sich sofort in den Prozess ein. Sie besuchte ihren Sohn, brachte ihm notwendige Dinge und sprach mit den Betreuern des Zentrums. Trotz der früheren Gewalttaten glaubte sie wieder an die Möglichkeit einer positiven Veränderung. Für sie bedeutete die bloße Teilnahme ihres Sohnes an dem Rehabilitationsprogramm, dass er seine Fehler eingestand und bereit war, sich zu ändern. Nach Abschluss des Kurses wurde Junior auf Bewährung entlassen. Er wurde in eine vorübergehende Unterkunft unter Aufsicht mit dem Recht auf Arbeit vermittelt. Nach einiger Zeit fand er eine Arbeit. Nach Angaben des Zentrums hielt er sich an den Tagesablauf und zeigte Interesse an einem neuen Leben. Dies schuf den Anschein positiver Veränderungen. Seine Angehörigen begannen zu hoffen, dass sein aggressives Verhalten der Vergangenheit angehörte. Äußerlich verhielt er sich zurückhaltend und gab keinen Anlass zu Beanstandungen. Tatsächlich blieben jedoch seine grundlegenden Einstellungen unverändert. Er erkannte seine Schuld nicht an, übernahm keine Verantwortung für seine Vergangenheit und zeigte keine Reue. Alles, was geschah, war darauf ausgerichtet, die Kontrolle durch das System zu verringern und die formale Freiheit wiederherzustellen. Im August 2018 verstarb David Lee Sam Sr. Er wurde 74 Jahre alt und starb in einem Altenheim, wo er sich nach den Verletzungen befand, die er durch den Angriff seines Sohnes erlitten hatte. In den offiziellen Dokumenten wurde als Todesursache eine allgemeine Verschlechterung seines Gesundheitszustands angegeben. Seine Angehörigen waren jedoch überzeugt, dass die Schläge im Jahr 2015 der Auslöser für seinen raschen körperlichen und geistigen Verfall waren. Zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters war Junior auf freiem Fuß und musste keine weitere Verantwortung für die Folgen des Angriffs übernehmen. Ein gerichtlicher Zusammenhang zwischen seinen Handlungen und dem Tod seines Vaters wurde nicht festgestellt. Weder die Ermittlungsbehörden noch die Staatsanwaltschaft überprüften die Umstände von 2015 unter Berücksichtigung der neuen Informationen. Bei der Beerdigung verhielt sich Margaret ruhig und zurückhaltend. Sie äußerte keine Vorwürfe gegenüber ihrem Sohn. Selbst angesichts des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen dem Angriff und dem Tod ihres Ex-Mannes änderte sie ihre Haltung nicht. Ihr Verhalten verstärkte die Spannungen innerhalb der Familie. Im Jahr 2019 begann Junior eine neue Beziehung. Er lernte eine Frau über eine mobile App kennen. Ihr Name wird in den Akten nicht genannt, da sie anonym bleiben möchte. Die Beziehung entwickelte sich rasant. Kurz nach dem Kennenlernen zog sie zu ihm. Anfangs benahm er sich korrekt, war höflich, aufmerksam, zeigte Fürsorge und äußerliche Zurückhaltung. Das erweckte den Eindruck, dass er sich geändert hatte. Kurz nach Beginn des Zusammenlebens begann sich Juniors Verhalten zu ändern. Er begann, strenge Bedingungen zu diktieren, kontrollierte die täglichen Handlungen seiner Partnerin und verlangte absolute Unterwerfung. Jeder Versuch, ihm zu widersprechen, löste bei ihm Wutausbrüche und Aggressionen aus. Die Frau bemerkte bald die Seltsamkeiten. Sie fand bei Junior Schecks, die auf den Namen seiner Mutter ausgestellt waren, und begriff, dass er sie für persönliche Einkäufe verwendete. Als sie ihn fragte, aus welchem Grund er das tue, antwortete er, dass Margaret angeblich an einer psychischen Störung leide und nicht in der Lage sei, ihre Finanzen selbst zu verwalten, und er ihr nur helfe, die Rechnungen zu bezahlen. Seinen Angaben zufolge unterschrieb er regelmäßig Schecks in ihrem Namen. Dabei hatte er keinerlei rechtliche Grundlage für solche Handlungen. Es gab weder Dokumente, die die Geschäftsunfähigkeit seiner Mutter bestätigten, noch eine Vollmacht. Als seine Lebensgefährtin vorschlug, diese Angelegenheit auf dem offiziellen Weg zu regeln, begann er das Thema zu vermeiden
und verwies auf angeblich langwierige Formalitäten bei den staatlichen Behörden. Sie begann, ihn der Unehrlichkeit zu verdächtigen, hatte aber zu diesem Zeitpunkt keine Beweise, um sich an die Polizei zu wenden. Als sie sich endgültig entschloss, die Beziehung zu beenden, konnte Junior dies nicht akzeptieren. Er bestand weiterhin darauf, die Beziehung wieder aufzunehmen, drängte sich ihr auf und tauchte unangemeldet auf. Nach einer weiteren Ablehnung griff er zu Gewalt. Unter dem Vorwand eines Treffens lockte er seine ehemalige Partnerin in ein Hotelzimmer in Atlantic City und hielt sie dort mehrere Tage lang gegen ihren Willen fest. Die Frau wurde körperlich misshandelt, psychisch unter Druck gesetzt und ihrer Freiheit beraubt. Junior schlug sie, schränkte ihre Bewegungsfreiheit ein und würgte sie mehrmals bis zur Bewusstlosigkeit. Irgendwann glaubte er, sie sei tot und verließ das Zimmer. Die Frau blieb bewusstlos und schwer verletzt zurück, ohne Möglichkeit, Hilfe zu holen. Am 3. Tag fiel dem Hotelpersonal das Schild „Bitte nicht stören" auf, das die ganze Zeit über nicht entfernt worden war. Eine der Angestellten beschloss, das Zimmer zu überprüfen und fand die Frau in kritischem Zustand. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten schwere Verletzungen fest, aber dank der rechtzeitigen Hilfe konnte die Frau gerettet werden. Die Polizei konnte den Angreifer schnell identifizieren. Ein Haftbefehl wurde ausgestellt, aber aufgrund eines technischen Fehlers wurden die Daten nicht rechtzeitig in die Bundesdatenbank eingegeben. So konnte Junior den Bundesstaat verlassen und ungehindert nach Pennsylvania zurückkehren. Zum Zeitpunkt der Einlieferung der Verletzten befand er sich bereits in einer anderen Region. Obwohl der Haftbefehl am 16. Juli 2019 offiziell ausgestellt worden war, führte seine Abwesenheit im allgemeinen Fahndungssystem dazu, dass die Beamten bei Juniors nächster Festnahme in Pennsylvania in einem anderen Fall keinen Zusammenhang mit dem Angriff in Atlantic City herstellten. Er wurde freigelassen, da er nicht in der Fahndungsdatenbank erfasst war. Dieser Fehler war das Ergebnis einer mangelnden Koordination zwischen den Behörden. Infolgedessen blieb ein Mann, der ein schweres Verbrechen begangen hatte, auf freiem Fuß. Die Folgen dieses Fehlers waren fatal. Bald darauf kam es zu einem noch grausameren Verbrechen. Am 1. September 2019 starb Margarets Bruder John Scheer. Die Verwandten begannen sich gegenseitig anzurufen, um die Beerdigung zu organisieren, aber wie bekannt ist, konnte niemand Margaret erreichen. Am nächsten Morgen, dem 2. September, rief Helene weiter an. Irgendwann nahm Junior den Anruf entgegen. Er sagte, er sei im Haus seiner Mutter und diese schlafe. Weitere Erklärungen vermied er. Auf die Bitte, Margaret ans Telefon zu holen, reagierte er nicht und versprach nur, später zurückzurufen. Sein Verhalten kam ihm seltsam vor. Die Familie beschloss, die Polizei zu verständigen und um eine Überprüfung des Gesundheitszustands von Margaret zu bitten. Eine Streife kam vor Ort, aber niemand öffnete die Tür. Das Haus sah bewohnt aus, aber es gab keine Anzeichen von Bewegung im Inneren. Nach mehreren Versuchen, Kontakt aufzunehmen, beschlossen die Beamten, gewaltsam einzudringen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurde sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert war. Im Inneren roch es stark. An den Wänden und auf dem Boden waren Blutspuren zu sehen. Die Umgebung deutete auf einen Kampf hin. Auf dem Boden waren Spuren zu sehen, die aussahen, als wäre ein Körper gezogen worden. Es wurden Handtücher gefunden, mit denen versucht worden war, das Blut zu entfernen. Margaretes Leiche wurde im Badezimmer im 2. Stock gefunden. Sie wies keine Lebenszeichen auf. Der Tod war mindestens einen Tag zuvor eingetreten. Der Leichnam wies zahlreiche Verletzungen auf, darunter Kopf- und Nackentraumata. Der Blutverlust und der allgemeine Zustand der Wohnung deuteten auf eine gewaltsame Tat hin. Bei der Untersuchung der Wohnung wurde außerhalb des Badezimmers eine metallene Sichel mit bräunlichen Ablagerungen gefunden. Seine Lage deutete darauf hin, dass er vor dem Einlegen der Leiche in die Badewanne benutzt worden war. Außerdem stellte sich heraus, dass ein auf Margaret registrierter Revolver aus dem Haus verschwunden war. In der Schublade wurde nur eine leere Patronenschachtel gefunden. Der Tatort wurde als besonders schwerwiegend eingestuft. Die Spurensicherung sicherte alle Beweise und begann mit der Untersuchung der im Haus befindlichen technischen Geräte. Von Interesse waren ein Laptop und ein externer USB-Stick, die Junior gehörten. Bei der Untersuchung des USB-Sticks wurden 277 Fotos gefunden, die nach Margarets Tod aufgenommen worden waren. Die Bilder zeigen, wie die Leiche durch verschiedene Teile des Hauses transportiert wurde. Einige Bilder waren inszeniert. Darauf war Junior selbst zu sehen. In einigen Fällen machte er Selfies mit der Leiche. Die visuellen Beweise deuteten darauf hin,
dass die Taten kaltblütig und über einen längeren Zeitraum hinweg begangen wurden. Außerdem wurden auf dem Laptop Suchanfragen gefunden, die vor und nach der Tat gestellt worden waren. Darunter befanden sich Anweisungen zum Entfernen von Blutspuren, zur Behandlung von Oberflächen und zur Untersuchung der Verwesungsstadien einer Leiche. Dies bestätigte endgültig, dass die Tat geplant war. Der Tatort wurde als einer der schlimmsten in der gesamten Laufbahn der Ermittlungsgruppe eingestuft. Blutspuren, Chaos in den Räumlichkeiten, Versuche, Beweise zu verstecken und die Menge an digitalem Material deuteten auf eine äußerst brutale Tat hin. Nach ersten Erkenntnissen handelte der Täter kaltblütig, berechnend und ohne jedes Mitgefühl. Die Polizei bat Helene um Hilfe, die trotz der Trennung noch Kontakt zu ihm hatte. Sie erklärte sich bereit, an der Festnahme mitzuwirken, da sie davon ausging, dass Junior höchstwahrscheinlich zur Beerdigung von Onkel John erscheinen würde. Die Polizei organisierte die Festnahme vor Ort. Während der Trauerfeier tauchte Junior tatsächlich auf. Er wurde unmittelbar nach Ende der Trauerfeier festgenommen. Bei einer Leibesvisitation wurden Gegenstände gefunden, die Margaret gehörten. Schmuck und Schecks, die auf ihren Namen ausgestellt waren. Er wurde wegen vorsätzlichen Mordes, Unterschlagung, Leichenschändung und einer Reihe von Begleitdelikten angeklagt. Eine psychiatrische Untersuchung bestätigte seine Zurechnungsfähigkeit. Im August 2022 schloss er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und bekannte sich schuldig im Sinne des Tatvorwurfs des Mordes 3. Grades. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe zwischen 20 und 40 Jahren. Unter Berücksichtigung der bereits verbüßten Untersuchungshaft kann er bereits 2039, im Alter von 50 Jahren, aus der Haft entlassen werden. Die Familie von Margaret war mit dem Urteil unzufrieden. Die Angehörigen waren der Meinung, dass die Staatsanwaltschaft einen Kompromiss eingegangen sei, da sie die Schwere der Tat im Urteil nicht ausreichend berücksichtigt habe. Margarets Schwestern und Töchter erklärten, dass die verhängte Strafe in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Tat stehe. Junior entschuldigte sich im Gerichtssaal und erklärte, er verstehe nicht, wie er einen Mord begehen konnte. Diese Worte stießen bei den Angehörigen auf Misstrauen. Für sie war alles, was geschehen war, das Ergebnis jahrelanger Gewalt, Straflosigkeit und der Weigerung des Systems, rechtzeitig einzugreifen. Innerhalb kurzer Zeit verlor die Familie 2 Menschen, John, den Bruder, und Margaret selbst. Nach dem Prozess brach Helene den Kontakt zu ihrem Bruder vollständig ab. Sie sah ihn nicht mehr als Teil der Familie an. Zurück blieben nur die Folgen und die Erkenntnis, dass die Tragödie hätte vermieden werden können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.